Freunde, nachdem der Jet Guide super bei euch ankam, geht es heute darum, den Heli perfekt zu kontrollieren. Denn auch im neuen Battle Royale RedSec Modus von Battlefield 6 wird es Transport-Helis geben, sodass sich der Guide auf jeden Fall lohnt. Es geht also um die Basics für blutige Anfänger, um sicher von A nach B zu kommen und auch den Luftraum mittels Kampfheli zu dominieren. Let's go! Ich gehe heute also Schritt für Schritt die Basics mit euch durch. Ich zeige euch einen Trainingsserver, auf dem ihr perfekt üben könnt. Ich erkläre euch das HUD. Ich erkläre euch die wichtigsten Settings, die ihr unbedingt übernehmen müsst und zeige euch gezielte Übungen, damit ihr nicht mehr frustriert abstürzt. Nice. Meine Lieben, Helifliegen in Battlefield 6 oder Battlefield allgemein macht nicht nur Spaß, sondern kann auch über Sieg und Niederlage entscheiden. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das das stärkste Mittel ist, um eben über Sieg und Niederlage zu entscheiden. Damals, als ich sehr viel Heli und Jet geflogen bin, in Battlefield 2 und 3, würde ich sagen, war das wirklich das stärkste Luftfahrzeug oder Mittel, um zu gewinnen. Ich sag mal, 2 starke Jets und ein starkes Duo-Heli-Team hielt sich vielleicht die Waage, aber oft war da auch das Heli-Team voraus, weil es auch extrem viel gegen Infanterie ausrichten kann und auch gegen Jets sogar. Das kristallisiert sich hier noch ein bisschen raus, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und das Schöne ist, du kannst es ja auch im Team spielen. Es gibt doch nichts Schöneres, als ein starkes Heli-Duo zu sein. Such dir noch Kollegen zum Zocken. Heli, Jet, Infanterie, Anfänger, Fortgeschritten. Egal, kommt in unseren Discord. Link ist unten in der Videobeschreibung. So Freunde, wir fangen an, indem wir einen geeigneten Trainingsserver suchen. Ihr geht hier auf Multiplayer, scrollt dann runter, bis ihr Erlebnis suchen findet. Suche starten könnt ihr eingeben. Fatal, das ist das, was ich im Moment immer nutze. Hier gibt es diesen Server, Flying Trainer. Der gefällt mir soweit gut, sowohl um Jet zu trainieren als auch Heli. Man kann da draufklicken, dann auf Host klicken. Dann gibt es hier noch eine Beschreibung und man kann das hosten. Dann könntest du auch dann eben noch einen Kollegen dazu holen oder lokal hosten. Da klicke ich jetzt mal drauf. Dann seid ihr für euch alleine mit den Bots, die da zur Verfügung stehen und könnt ganz in Ruhe üben. Ihr könnt natürlich auch jeden beliebigen anderen Server nutzen. Falls ihr welche kennt, schreibt mir das nochmal unten in die Kommentare. Da packe ich das mit in die Videobeschreibung für die nächsten und aktualisiere das auch immer mit der Zeit. Den Server packe ich auch mal unten in die Kommentare. So, wir fangen an mit dem HUD. Wir sehen ganz oben Kompass. Okay, dann haben wir eine gestrichelte Linie. Das ist der künstliche Horizont. Der ist eigentlich immer im Horizont. Wenn ich rechts rolle, dann bleibt der im Horizont. Daran kann ich ausmachen, wie mein Heli zum Horizont ausgerichtet ist. Jetzt leicht links. Dann haben wir Fadenkreuz in der Mitte und nochmal so ein Doppel-T-Fadenkreuz. Das wird noch interessant beim Schießen bzw. bei den Waffen. Rechts 196, 195 haben wir die Höhe. Links unten die Geschwindigkeit. Ich fliege gerade mit ca. 50 km pro Stunde nach vorne. So, dann haben wir links unten und rechts unten auch wieder die Waffen, wie beim Jet auch. Da werden einem auch nochmal angezeigt, ob die Waffen ready sind, ob die Flares ready sind, ob das Reparatursystem ready ist. Aber eigentlich guckt man da eher ganz unten rechts drauf, ne? Dann haben wir diese 2 Kugeln. Da kann man sehen, wenn ich nach rechts giere, dann fängt sich die obere an zu bewegen. Und die untere ist die, wo der Gunner hinschaut, ne? Das sieht man jetzt, wenn ich den Platz wechsle. Kann ich auch runter, hoch. Dann kann der Pilot darüber eigentlich ganz gut ausmachen, wo der Gunner hinschaut. Kann man aber auch in dem darunter, in dem Symbol, auf F2 steht da, auf dem zweiten Platz sitzt jetzt aber ja keiner, ist ja kein Gunner drin. Aber wenn ich jetzt in Position wechsle, sieht man auch da, der Gunner hat da dieses Rohr, man kann genau sehen, wo der Gunner hinschaut. Das sieht man dann auch als Pilot, falls einer drin ist. Und andersrum kann ich natürlich als Gunner auch gucken, wenn ich nach links schieße. Mein Pilot guckt aber nach rechts von mir aus gesehen um 90 Grad und fliegt in die Richtung. Also das ist eigentlich mit das Wichtigste. Man kann natürlich auch das hier innen nutzen. Dann haben wir ganz, ganz unten diese gestrichelten Linien. Das ist im Grunde ja, der Zustand der Zerstörung. Also wenn man Schaden nimmt, dann sieht man das da. Wir fangen an mit den Settings, bevor wir in die gezielten Flugübungen gehen. Tastatur und Maus, Fahrzeuge, Kontrolleinstellungen. Ich habe die Empfindlichkeit beide auf 130, standardmäßig auf 100. Ihr könnt es auch auf 200 machen, findet das selber heraus. Steuerung Hubschrauber habe ich aus. Dann haben wir hier noch
Fahrzeug Third-Person Sichtfeld auf 83. Absolut wichtig, damit man einfach aus der Third-Person-Perspektive mehr sieht. So, was jetzt wichtig ist, ist die Tastaturbelegung Hubschrauber Pilot und Tastaturbelegung Geschütz. So, wir fangen an mit dem ersteren, Pilot Hubschrauber, gehen auf Bearbeiten. Wie beim Jet auch, aus Fahrzeug aussteigen. Macht das nicht auf E, da kommt man aus Versehen gegen, das ist natürlich doof im Fight. Große Karte, die braucht man eben auch manchmal, das hilft, sich mal die große Karte zu öffnen und nicht nur unten die kleine Karte. Legt das auf eine Taste in Reichweite, M ist es standardmäßig, das ist halt nicht wirklich in Reichweite. Ich habe es auf der Feststelltaste, also auf der Taste über der Umschalttaste, da komme ich halt gut ran. So, Fahrzeugsitz 2 habe ich auf F2, das kann ich eigentlich rausnehmen, Escape gedrückt halten. Und auf der Maus 4, also auf einen der beiden Daumentasten, ja, auf der hinteren in meinem Fall, wichtig. Weil damit kannst du, wenn du Solo-Hubschrauber fliegst, dann eben schnell den Sitz wechseln. Dann gehen wir weiter runter. Und hier wird es wichtig. Also, Nase runter, Nase hoch ist standardmäßig eben auf Maus vor und zurück. Das habe ich so gelassen. Rechts rollen, links rollen. Und jetzt kommt der Unterschied, auch zu früher in Battlefield 3 und auch 2 habe ich das im Standard gehabt. Benutzt man eigentlich auch mit der Maus links und rechts. Hier ändert man das aber. Man setzt also das Rechtsrollen und das Linksrollen auf D und A. Und das, wo ist es? Rechts Gieren und links gieren eben auf rechts und links mit der Maus. Warum? Weil man dann gesteuerte Raketen, die man steuern kann, ja, viel präziser ins Ziel bringen kann. Für alle, die das auch in der alten Version gewohnt sind, ist das erstmal ein ganz schöner Kopfkrampf. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Also ich empfehle euch das soweit zu übernehmen. Was auch noch wichtig ist, ist die freie Sicht. Die würde ich auch auf eine sehr gut erreichbare Taste legen. Bei mir ist das die Daumentaste 2, also in dem Falle Maus 5, Daumentaste 2 oder Alt links. Alt links gefällt mir ganz gut, weil man auch die Raketen steuern kann, indem man sich umguckt. Das Fadenkreuz geht dann mit, das zeige ich euch gleich. Und dann möchte ich ja vernünftig und in Ruhe und präzise aimen können und nicht noch zusätzlich eine Taste drücken müssen. Deswegen macht hier Alt auch Sinn. Das kann ich mich dann mit der Tastaturhand, mit dem Daumen drücken. Und ich habe hier den Ausrüstungsslot 1 auf X. Das sind die Flares und die anderen Waffen auf 1, 2 und 3. Das ist etwas persönliche Präferenz, kann ich aber empfehlen. Es soll jetzt mit dem neuen Update noch eine Taste kommen, wo man irgendwie sich flickartig mit umsehen kann. Vielleicht kann man flickartig nach hinten gucken. Und dann muss man nur noch einen Knopf drücken, um schnell nach hinten zu gucken. Das wäre sehr gut, weil man währenddessen nicht mehr komplett steuern kann. Dann könnte man kurz nach hinten gucken. Es geht deutlich schneller, als die Maus zu bewegen. Müssen wir abwarten. Ich packe das mal unten in die Kommentare, falls dem so ist. Stellt das dann natürlich auch ein, falls das jetzt in Season 1 erscheint. So, und zu guter Letzt müsst ihr dann auch auf die Tastaturbelegung Geschütz gehen. Und müsst hier ebenfalls den Fahrzeugsitz 1 auch auf die gleiche Maustaste binden, damit ihr sowohl auch hin, auch wieder zurück den Sitz wechseln könnt. Ganz wichtig. So, und auch als Gunner habe ich eben die große Karte auf Feststelltaste, Aussteigen auf B gesetzt. Also macht das auch. So, dann kommen wir endlich zu den gezielten Flugübungen. Ihr steigt ein als Pilot. So, da könnt ihr jetzt mit W auch direkt schon hochsteigen, ohne dass ihr was anderes macht. Selbst wenn der jetzt schräg ist, dann fliegt der leicht nach schräg. Ihr seht aber schon, er fängt so ein bisschen an, auch sich selbst zu stabilisieren. Und jetzt geht es darum, erstmal herauszufinden, was passiert wann. Ne? Also hoch, W, runter, S. So. Dann können wir gieren, was man in der Realität mit den Pedalen machen würde. Das haben wir jetzt ja auf die Maus gelegt. Das wäre standardmäßig auf A und D, aber jetzt haben wir das auf der Maus. Also ja, im Englischen glaube ich. Also das mache ich jetzt mit der Maus. Mit der Maus nach links, mit der Maus nach rechts. Ja, so. Jetzt können wir natürlich auch rollen. Ja? Also das mache ich jetzt mit A. Wenn ich nach links rolle und dann nichts mehr drücke, dann bleibt der mehr oder weniger da, aber man sieht, er geht dann auch wieder langsam zurück. Also ich halte A gedrückt und dann sinke ich natürlich auch, wenn ich nicht gleichzeitig W drücke. Ne? Das ist dann nachher, was man kombinieren und verstehen muss. Also wenn ich nach links jetzt rolle, ohne dass ich W drücke, dann verliere ich natürlich an Höhe. Muss natürlich gleichzeitig mit der Maus diese Achse steuern, ne? Wenn ich nach links oder rechts rolle und gleichzeitig Gas gebe, dann halte ich entweder die Höhe oder
ich sinke, wenn ich es zu stark mache oder steige halt. Ne? Wenn ich nur ein bisschen rechts rolle und Gas gebe, dann steige ich. Wenn ich ein bisschen übertreibe im Winkel, dann fliege ich horizontal oder ich fange sogar an zu sinken, wenn der Winkel zu steil ist, ne? Weil die Leistung dann für den Auftrieb im Grunde nicht mehr reicht. Übrigens, ein Hubschrauber steigt ja auf, indem er die Winkel der Rotorblätter verändert, ne? Nicht indem die Drehzahl sich erhöht. Ich habe damals ein Bewerbungsverfahren als Hubschrauber gemacht und auch bestanden, aber es ist eine andere Story. Ist auf jeden Fall sehr interessant, Hubschrauber allgemein. So, das sind die Basics. Wir haben gesagt, man kann gieren, ne? Rechts, links mit der Maus. Man kann rollen mit der Tastatur. Das ist für mich auch noch ein bisschen Umstellung, gebe ich zu. Man kann sinken und man kann eben steigen. So, und jetzt geht es darum, ich gehe mal rein. Wir sehen jetzt ja hier diese horizontale Linie und das Fadenkreuz. Wenn ich jetzt theoretisch genau auf der Mitte mit dem Fadenkreuz von dieser horizontalen Linie bin, dann hover ich, ja. Wenn ich nicht schon gerade irgendwie eine Geschwindigkeit habe. Ich habe jetzt ja eine Geschwindigkeit. Ich müsste jetzt erstmal bremsen. Das sieht man unten links. So ein 18, 17, 16, 15. Ich fliege ja schon rückwärts. Ich sehe gerade, 0. Ja, genau. Also ich mache das jetzt mal nicht perfekt, aber eigentlich dürfte ich keine Geschwindigkeit mehr zunehmen oder abnehmen, wenn ich ungefähr mit dem Fadenkreuz auf diesem künstlichen Horizont bin. Das sehen wir jetzt. Ich habe jetzt eine Geschwindigkeit von 15 Kilometer pro Stunde und halte ungefähr die Höhe von 240. Ne? So, wenn ich jetzt runtergehe mit der Nase, das heißt, ich ziehe die Maus nach hinten, leicht, dann sehen wir, die Geschwindigkeit links unten steigt. Klar, ich fliege, gehe runter und dann fängt er ja an, nach vorne zu fliegen. Aber er geht ja jetzt nicht nach vorne. Wenn ich nur runterziehe, geht er nicht nach vorne. Er geht nach vorne und runter, ist ja klar. Wenn ich nur nach vorne gehe, also ich übertreibe jetzt mal, ich mache jetzt nichts anderes. Die Geschwindigkeit nimmt sehr schnell zu und ich komme dem Boden immer näher. So, jetzt gehe ich wieder hoch und versuche den wieder zu stabilisieren. Das ist einfach so wirklich das absolute Grundlagenwissen, ne, was wir jetzt hier machen. Das ist wichtig, dass man das einmal versteht, um auch ein guter Pilot am Ende zu werden. So, ich drehe mich wieder in die andere Richtung. Jetzt steige ich ein bisschen und mache jetzt das gleiche nochmal. Ich ziehe wieder runter. Drück dabei aber W, also ich gebe dabei Gas und spiele jetzt mit dem Winkel so ein bisschen, bis ich so eine Art Vorwärtsflug erreiche, ohne groß zu steigen oder zu sinken. Wir sehen rechts, sehen wir ja die Höhe, ich sinke gerade ein bisschen. So, ja nehme ich die Nase wieder ein bisschen hoch, versuche wieder, jetzt fängt es an zu steigen und die Geschwindigkeit nimmt ein bisschen zu. Ich bin jetzt bei 212 und jetzt bei 270, jetzt fliege ich geradeaus, ja. So, und so fliegt ein Helikopterpilot auch im Echt, ne? Also er kann natürlich das Gas besser dosieren als wir. Das geht mit dem Pitch, dem Hebel, der Handbremse sozusagen, ne? Er stellt eine gewisse Leistung bzw. eine gewisse Leistung bzw. Winkel der Rotorblätter ein, um den Auftrieb zu steuern. Und dann macht er eigentlich nur noch diesen, ja? Er macht die Nase ein bisschen runter, wieder ein bisschen hoch. Nase wieder runter, wieder ein bisschen hoch. Und so hält er die Geschwindigkeit, um vorwärts zu fliegen. So, das heißt, wir sind mit Fadenkreuz unterhalb der horizontalen Linie, gucken praktisch runter Richtung Boden, geben dabei Gas und fliegen dabei dann eben vorwärts. Das gleiche gilt natürlich, klar, auch für rückwärts. Wir können ja auch hochgucken. Wenn wir nur hochgucken, dann verlieren wir natürlich an Höhe. Oh, falscher Knopf. Ne? Jetzt stört sich langsam aber sicher ab. Ich muss natürlich auch dabei dann wieder W drücken, wenn ich rückwärts fliege. Aber rückwärts sieht man sowieso nicht viel. Rückwärtsfliegen macht man auch eigentlich selten, aber es funktioniert natürlich auch andersrum. So, jetzt haben wir den künstlichen Horizont. Ja, ist ja gieren. So, da bleibt der künstliche Horizont gerade, klar. So, jetzt können wir noch rollen. So, wenn wir rollen, habe ich ja eben schon angerissen, dann haben wir dasselbe im Prinzip. Ja, wenn ich einfach nur nach rechts rolle, ohne W zu drücken, dann sieht man, er fliegt nach rechts, aber verliert auch an Höhe. Das heißt, wenn man hier die Höhe halten will, dann muss ich gleichzeitig auch Gas geben, also rechts und Gas geben. Ne? Dann kann ich da ein bisschen mit spielen wieder, muss aber gleichzeitig auch ein bisschen mit der Maus gieren, sonst dreht sich der nämlich geneigt in die Richtung, wo ich hinrolle. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte vielleicht, weil da vorne einer vor mir ist, ungefähr möchte ich auf ihn zielen können, drücke aber gleichzeitig nach rechts, um irgendwas auszuweichen. Da muss ich gleichzeitig auch die Pedale in echt, beziehungsweise die Maus hier nutzen, um nach links zu gieren, damit ich den dann auch treffen kann. Wenn ich jetzt mir den Punkt mal davor nehme, hinten auf diesen Schneepunkt da, wo ich jetzt mal hinschieße, und ich roll jetzt nach rechts, will den aber im Auge behalten und die Höhe halten, dann muss ich mit W spielen und rollen, links, rechts spielen, um das zu halten und gleichzeitig mit der Maus da so ein bisschen draufbleiben. Ne? Damit wären wir auch schon bei der ersten Übung.
Das ist eine einfache Übung für den Anfang, aber vielleicht schon schwer. Ja. Einfach einen Punkt fixieren und versuchen, die Höhe zu halten, nach rechts zu steuern. Und vielleicht sogar auch die Geschwindigkeit. Ich fliege jetzt gerade ein bisschen nach hinten. Immer wieder so ein bisschen auszugleichen. Das einfach üben. Dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, wie es funktioniert. Man baut sein Muscle Memory auf. Ist eine super Übung. Das gleiche natürlich dann auch nach links. Und das ist auch schon gar nicht so einfach. Bei mir ist es auch noch ein bisschen schwierig, weil ich dieses Rollen halt jetzt vor kurzem umgestellt habe. Aber man lernt es dann doch relativ schnell. Übrigens, das habe ich eben gar nicht so erwähnt. Das ist auch noch wichtig. Man kann mit Rechtsklick natürlich ins Cockpit gehen. Man kann aber auch mit C in meinem Fall ins Cockpit gehen. Und wenn ich dann Rechtsklick drücke, dann zoomt er nochmal näher ran. Das hilft mir manchmal, um die Leute zu sehen. Deswegen, ich benutze, wenn ich nur Rechtsklick drücke, zoomt er dann komplett rein, ne? Oder? Ja. Geht auch, ja. Aber ich habe mir C angeeignet und dann zoome ich nochmal rein bei Bedarf. Wenn diese Basics so ein bisschen sitzen, also das Grundverständnis für eben Rollen, Pitchen und die Höhe halten, dann kann man anfangen, das zu kombinieren. So, und auch Kurven zu fliegen, weil in der Kurve geht man nie hin und rollt nur rein. Man benutzt immer beides, Rollen und Gieren. Ja, so, und da kann man gut hier auf der linken Hälfte der Map fliegen, weil rechts sind halt die Bots, da wird man ein bisschen beschossen. Da kann man gut, ja, sich irgendwas raussuchen, einen Baum oder so. Man kann übrigens auch durch so Stromleitungen fliegen. Hier weiß ich es gar nicht, aber müsste gehen, auch bei den großen, ohne dass es da Probleme gibt. Nur gegen die Bäume geht auch noch meistens, aber gegen die Metallpfosten, da kriegt man dann Probleme. Und dann suchst du dir eine Strecke raus und fängst einfach an, vorsichtig, sage ich mal, ein bisschen tiefer zu fliegen und zu üben und versuchst dir einfach mal um so einen Pfosten zu fliegen, ja. Auch gar nicht so schnell und dabei zu rollen und auch zu gieren und die Höhe zu halten. Ja, also man muss dann, genau, also man kann natürlich, wenn ich jetzt nur rolle, schauen wir mal, was der dann macht, dann geht der gar nicht richtig rüber, dann rollt er ja nur so parallel, ne? Das heißt, ich muss mitgieren, wenn ich Kurve fliegen will. Also rollen und gieren und da so ein Gefühl für entwickeln. Und man muss halt immer tappen. Also ich tappe D und A in dem Falle, dass ich diesen Rollwinkel immer so ein bisschen halte, weil der bleibt da stehen. Ne? Der geht nicht immer perfekt zurück. Deswegen muss man da Gas geben, dann nach vorne neigen, sodass man aber nicht zu stark sinkt. Auch beim Gas geben kann man tappen. Man tappt eigentlich alles ständig so ein bisschen. Das ist natürlich ein Nachteil von Maus und Tastatur. Aber man gewöhnt sich da schnell dran, ja. Aber das ist so die erste Übung, die ich empfehle. Fliegt einfach hier so ein paar Achten oder Kreise und fliegt rechts um den Mast, ja, und giert dabei. Ihr könnt auch hier jetzt so eine schöne 8 fliegen, jetzt wieder gerade werden, ne, und dann eben das gleiche halt links rum. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gegiert und zu wenig gerollt. So, verliere natürlich dabei immer ein bisschen an Höhe, wenn ich zu schnell um die Kurve fliege. Da muss ich mehr Gas geben oder einfach weniger extrem um die Kurve fliegen. Ne? Und da kann man auch mal versuchen, das so rauszufinden, dass man wirklich auch die Höhe hält. Ja? Nicht immer extrem steigt und fällt, sondern dass man vielleicht mal versucht, auf dieser Strommasthöhe zu bleiben und dabei diese Kurve fliegt, nicht zu extrem fliegt, damit man eben die Höhe hält. Das sind alles so kleine Übungen, die euch aber am Ende des Tages auch wirklich dann besser machen. Und da könnt ihr euch mal 1-2 Stunden Zeit nehmen, in Ruhe, ja, wenn ihr wirklich besser oder gut Heli fliegen wollt in Battlefield 6 und das einfach mal ein bisschen üben. Das lohnt sich extrem. Alle sagen, oder viele sagen, ja, flieg einfach, dann wirst du automatisch besser. Ja, aber wenn du jetzt Gegner vor dir hast, die schießen dich halt easy ab und du hast da keine Zeit, sowas mal zu trainieren. Das ist einfach ein isoliertes Training. Das macht ja jeder Sportler, Hobbysportler, auch im Tennis. Er geht ins Fitnessstudio, um seine Muskelgruppe zu trainieren für einen besseren Aufschlag. Ne? So ungefähr kann man das hier sehen. So, wenn man das ein bisschen drauf hat, dann würde ich als nächste Übung empfehlen, mal zu landen. Das gibt es natürlich auf verschiedene Wege und auch engere Kurven zu fliegen. Also landen grundsätzlich, also ich fliege auf etwas zu, habe eine Vorwärtsgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt bremsen will und hochziehe nur und dabei nicht W oder S drücke, dann zieht er natürlich wieder hoch. Das ist das Entgegengesetzte wie eben. Das heißt, wenn ich eine Vorwärtsgeschwindigkeit habe und will irgendwo landen, dann muss ich natürlich die Nase hochziehen und gleichzeitig aber auch S drücken. Ja, so. Damit ich die Geschwindigkeit auch verliere. Wenn ich mir jetzt vornehme, ich will dann neben diesem Traktor landen, dann fliege ich drauf zu, ziehe jetzt die Nase hoch und spiele wieder mit W und S und fange so an zu bremsen. So, und da jetzt wieder nach vorne, sonst fliege ich zu weit zurück. Man kann hier auch relativ hart landen, man muss hier nicht die perfekte, sanfte Heli-Landung hinlegen,
Man nimmt in der Regel dann nicht so schnell so viel Schaden. Man kann natürlich auch auf einer Landebahn, das machen echte Piloten ja auch, mit einer Vorwärtsgeschwindigkeit landen. Aber ich lande gerne, ich fliege irgendwo hin, hier in der Kuhle, dann bremse ich, ja, drück das Spiel so mit W und S dabei und natürlich auch wieder richtig rollen und so lande ich. Also das ist einfach auch eine einfache Übung, sollte man mal gemacht haben, dass man das auch hinkriegt. Ja, so. Und es gibt noch mehrere Wege zu landen. Man kann auch irgendwie auf etwas schnell zufliegen und dann eine relativ enge Kurve fliegen und so die Geschwindigkeit stoppen und dann halt landen. Und um das dann zu können, muss man aber erstmal ja auch enge Kurven so ein bisschen üben. Ja? Das, was wir gerade etwas langsamer gemacht haben mit diesen Achten, das kann man jetzt machen, indem man sich hier so einen Baum mal vornimmt und versucht mal um den Baum ein bisschen schneller zu fliegen oder die Kurve ein bisschen schneller zu machen. Und dann, dass man nach der Kurve so fast steht und dann könnte man hier auch landen. Ne? Aber bevor man dann landet, fliegst du erstmal links rum als auch rechts rum, suchst dir irgendwas aus, fliegst drauf zu, rollst dann ein bisschen stärker und gierst ein bisschen stärker und versuchst so engere Kurven zu fliegen. Ne? Also als weitere Übung. Ne? Ja, Ash ist jetzt auch noch nicht perfekt. Wie gesagt, ich arbeite mich da auch ein bisschen ein gerade. Ich habe das früher sehr viel gemacht in Battlefield 3 und 2. Und habe hier aber auch nochmal die Einstellungen geändert und habe mir gedacht, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um euch das auch mit auf den Weg zu geben, um das zu trainieren und einmal vernünftig zu erklären. Das war jetzt nicht ganz so enge Kurve, aber so machen das viele, die fliegen auch bei der Reparaturstation. Nachher fliegt man ja oft in die Basis zurück. Ich weiß gar nicht, wo sie hier ist. Also oft gibt es hier eine Reparaturstation, dann fliegen die dahin, die machen eine enge Kurve und dann hovern die über diese Reparaturstation, ne? Heilen sich und dann fliegen sie weiter. Ne? Als nächste Übung habe ich mir dann so Folgendes rausgesucht. Ich nehme mir dann hier so eine Straße oder so ein Flussbett. Ich meine, da hinten ging so ein Flussbett los und versuche dann tief zu fliegen, weil Tieffliegen ist auch sehr hilfreich, wenn man dann nicht so gut gesehen wird von gegnerischen Jets. Und versuche immer entsprechend zu rollen, ne? Um die Kurve ein bisschen zu fliegen. Jetzt sehe ich hier das Flussbett. Jetzt versuche ich durch den Baum und will das Flussbett mitnehmen. Und da muss man alles gleichzeitig machen. Immer entsprechend rollen, wenn man zu nah am Baum ist. Und auch gieren und die Höhe halten. Ja, und wenn das Flussbett hier gleich nachher vorbei ist, dann kann man dann da irgendwie so eine schnelle, ich sag mal, Kurve fliegen. Also das, was wir geübt haben. Ja, und die 180-Grad-Drehung machen. Und dann fliegt man praktisch weiter. Ja, über den Baum. Und alles einfach, das ist ja im Grunde eine kombinierte Übung aus allem, was ich jetzt hier mache. Ja, und das kann man so super trainieren. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man das relativ schnell raus. Man muss auch gar nicht mehr viel drücken. Ne? Ich drücke jetzt die ganze Zeit W durch und mache ein bisschen A und D für Rollen und den Rest mache ich mit der Maus. Also die Höhe halte ich dann im Prinzip nur noch mit der Maus, mit dem Hoch und Runter und Gear natürlich in den Kurven noch mit dazu, ne? Wie ich das eben erklärt habe. Aber ich kann das wirklich nur empfehlen und man kriegt vielleicht auch mal ein Gefühl dafür, wenn man hier mal durch so einen Baum fliegt. Ne? Also das geht schon. Da ist man nicht direkt total außer Kontrolle oder down. Dass man auch das so ein bisschen weiß, ne? Für den Kampf, das passiert immer wieder mal, dass man gegen so einen Baum dann letztendlich fliegt. Alles andere, also Strommasten, Kräne oder so, ist dann ein Problem. Aber die Stromleitungen, wie gesagt, sind da gar kein Problem. So, eine weitere Übung, die ich euch empfehlen würde, die ich gerne mache, ist, dass man um so ein Objekt wie hier anfängt zu kreisen. Ja? Also, dass ihr von mir aus auch ins Cockpit geht und versucht, um dieses Objekt zu kreisen und dabei aber gleichzeitig auf die Mitte des Objekts weiter schaut. Das braucht man häufiger mal, wenn jetzt hier unten Infanterie ist, sagen wir mal unten an den Steinen, dass ich die umkreisen kann und halt auch dabei beschießen kann. Das ist eine Übung, die es auf jeden Fall auch lohnt, in das Trainingsprogramm als Anfänger mit einzubauen. Und dann vielleicht auch in beide Richtungen. Auch hier muss man wieder mit dem Gas spielen, mit dem Rollen spielen und auch gleichzeitig gieren, also alles gleichzeitig nutzen. Und im Prinzip, wenn jetzt hier jemand wäre, ja auch ein Stück weit dabei aimen. Also das ist auch bei mir noch verbesserungswürdig. Wie gesagt, ich habe die Einstellung auch vor kurzem geändert. Ein weiterer hilfreiche Übung. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu den Waffen erzählen, sowohl als Pilot als auch Co-Pilot. Es gibt natürlich verschiedene Waffensysteme. Ich habe jetzt hier, ich lade mal gerade nach, man kann auf R übrigens drücken, unten rechts hat man gesehen, dann lädt er auch nach. Jetzt habe ich 12 von 5 anstatt 5 von 12.
ich habe diese gelenkten Raketen eingepackt. Das ist also so, wenn ich irgendwo hinschieße, dann kann ich die lenken. Und deswegen haben wir eben in den Einstellungen auch das Gieren auf die Maus gelegt, damit man einfach präziser ist, wenn man irgendwas, ja, beschießen will und eben lenken will, die Rakete. Die Raketen gehen aber auch kaputt nach einer gewissen Zeit, haben also keine ewige Reichweite. Und wenn ein Ziel sehr nah ist, hast du ja eine geringe Flugzeit von der Rakete und dann kannst du die auch nicht mehr vernünftig lenken. Dann kommt das ganze Doppel-T, was wir hier sehen, ins Spiel. Weil je nachdem, wo wir gerade hinsteuern, der Heli hat ja ein Trägheitsmoment und das beeinflusst natürlich auch die Flugrichtung der Raketen oder der ungelenkten Raketen. Deswegen, wenn Gegner nah sind, dann muss man sich auf das Doppel-T konzentrieren und nicht mehr auf das Fadenkreuz in der Mitte. So, angenommen, ich will jetzt hier auf diesen da schießen, dann kann ich den lenken, indem ich halt, ja, einfach ein bisschen justiere, bis er kaputt ist, genau. Und kann die halt effektiv steuern. Ich glaube, die andere Munitionsart von Typ 1 hier kann man dann nicht lenken, da muss man dann wirklich auch immer drauf sein. Ich kann zum Beispiel auch jetzt fliegen und mich dabei umschauen, also Alt gedrückt halten und dann auch, ja, meine Rakete ins Ziel lenken. Also ich muss nicht den Heli immer darauf ausrichten, was eigentlich ziemlich cool ist. Ich meine, bei Season 1 jetzt haben die was geändert. Ich meine, man konnte die vorher in einem weiteren Winkel lenken. Jetzt klappt das nur noch so gefühlt nur noch in der Windschutzscheibe. Oder das Lenkverhalten wurde ein bisschen reduziert, also die Aggressivität des Lenkens. Habe ich jetzt gerade so ein Gefühl. Ich kenne die Patch Notes gerade nicht auswendig. In jedem Fall kann man sie lenken. So, hat man jetzt nahe Ziele, wie gesagt, dann muss man sich aufs Doppel-T konzentrieren. Man kann hier auch das vorhin Trainierte dann wieder üben. Angenommen, man will hier auf diesen Stein oder so schießen. Ja, man dreht sich und dann kann man natürlich auch um etwas kreisen. Also wenn jetzt hier einer ist, oder sagen wir, nehmen wir einfach mal hier meinen Kollegen. Ne, ich will den treffen, einen Kreis um den. Da muss man sich auf dieses Doppel-T-Stück konzentrieren, um den zu treffen und nicht mehr das Fadenkreuz, also sozusagen das Trägheitsmoment des Helis dann berücksichtigen. Und da ist dann, ob gelenkt oder ungelenkt, bei so nahen Distanzen macht da keinen Unterschied. Man muss sich dann immer auf dieses Doppel-T konzentrieren. Und so kann man hier das natürlich auch üben und versuchen, ein paar Bots abzuschießen, eine enge Kurve fliegen oder von mir aus die Jets und ein Gefühl dafür entwickeln, ne? So, man kann dann natürlich als nächsten Schritt, ich habe jetzt hier als Zweitwaffe, ich glaube, die selbstgesteuerten Raketen drin, ja. Auch die kann man natürlich mal testen. Hier gibt es auch eine gelenkte Rakete, die auch deutlich stärker ist, die ich euch empfehlen würde. Müsst ihr euch aber erst freischalten. Aber funktioniert dann in ähnlicher Weise. Ihr schießt die und könnt die dann genauso lenken wie vorhin auch in diesem Sichtfenster und dann auch mit umsehen oder eben auch nicht umsehen. Genau, schießen wir nochmal auf den. Da ist aber noch nicht nachgeladen. Unten rechts, ne, muss man natürlich auch Timings entwickeln. Man hat auch zwei. Und jetzt kann ich natürlich die... Er hat die jetzt abgeblockt. Und die sind leider auch nicht ganz getroffen. Ja, die haben eigentlich getroffen. Aber so kann man das Ganze hier ein bisschen trainieren. Und nachher ist man natürlich auch immer in Bewegung, ne, im Überflug. Man bleibt eigentlich nicht stehen. Weil sobald du als Heli-Pilot stehen bleibst, bist du immer eine Gefahr oder ein einfaches Ziel für andere Jets oder andere RPGs. Ne? Du willst eigentlich immer aus der Bewegung heraus schießen. Das heißt, du fliegst über die Gegner drüber und versuchst die halt so zu erledigen. Ne? Und in dem Zuge kann man natürlich auch dann nachher als Fortgeschrittener auch mal den Platz wechseln, wenn kein Co-Pilot drin ist. Und dann irgendwo drüber fliegen und dann vielleicht auch wechseln und die Waffe nutzen. Wieder wechseln und weiterfliegen. Und deswegen ist das Sitzplatzwechseln, was ich in den Settings erklärt habe, auch so wichtig. Und das Ganze kann man natürlich jetzt mit den ganzen Übungen vorhin kombinieren. Also man fliegt irgendwo drüber. Ich habe jetzt nur noch 2 Schuss, sehe ich gerade. Nee, falsch, 3 Schuss. Hier muss ich auch nachladen. Und habe zu spät den Platz gewechselt. Kann jetzt 3 drücken, um mich zu heilen. Auch das gehört ja dann dazu, um dann das in seinen Massenmanometer aufzubauen. Und kann man einfach gut trainieren. Und wie gesagt, man fliegt eigentlich immer irgendwo drüber im Angriff. Man ist nie stehend. Ja. Und man trifft offensichtlich auch nicht immer, wie ich gerade. Ja, und haut dann ab, fliegt wieder tief, fliegt hinter eine Deckung, gibt ein bisschen Gas, versucht eine einigermaßen schnelle Drehung zu machen, gibt wieder Gas, ne? Guckt, ob man nachgeladen hat. Habe ich nicht, ein Schuss nur noch. Das gehört natürlich auch dann dazu als Vorbereitung. Jetzt habe ich Züllschuss. Jetzt könnte ich wieder eine enge Kurve fliegen.
Es geht natürlich alles noch schneller, noch besser. Wie gesagt, ich bin auch kein absoluter Pro. Es geht hier um die absoluten Basics. So, den Jet will ich mir holen. So, kann mich jetzt auch natürlich umgucken, ob ich ihn getroffen habe. Ja. Also zusammenfassend bietet sich halt so ein Trainingsserver gut an, um alles zu trainieren, isolierte Übungen sich auszusuchen. Ich habe euch jetzt so ein paar an die Hand gegeben und das ganze Prozedere einfach so ein bisschen zu üben und eben auch die Angriffe zu üben, versuchen immer in Bewegung zu bleiben, Waffen zu wechseln, sich umzugucken. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weiterhelfen und euch das Heli-Fliegen bzw. den Einstieg näher bringen. Und wenn ihr das Ganze jetzt noch fürs Jetfliegen braucht, dann schaut euch jetzt unbedingt dieses Video an.